Hallo zusammen, heute zu einem etwas anderen Video. Ihr fragt euch sicherlich, warum zeige ich euch am Anfang, wie ich an meinem Rucksack irgendwelche Bändchen abschneide. Die letzten 5 Jahre oder eigentlich 6 Jahre war ich durchgehend immer Gast bei der DTM am Hockenheimring. Und innerhalb der letzten Jahre habe ich bereits festgestellt, dass sich insgesamt das Klima um die DTM oder auch die DTM selber, die so oft angesprochene Fannähe oder die Fanfreundlichkeit immer mehr verändert. Und dieses Jahr war ich eben wieder bei der DTM, neues Motorenreglement. Man ist natürlich ein bisschen skeptisch, aber man hofft auf das Beste. Und ich muss sagen, ich wurde wirklich sehr stark enttäuscht und für mich war das gestern der letzte Besuch bei der DTM. Also zumindest solange die Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie aktuell sind. Und die Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahren einfach aus meiner Perspektive dramatisch verändert und leider eben zum Schlechteren. Ich werde euch jetzt erklären oder auch beschreiben, was meine Eindrücke sind oder warum ich sage, warum ich es so empfinde. Und ich würde mich freuen, euer Feedback mal zu hören. Also ich habe auch vor Ort mit einigen Fans gesprochen und das Feedback war da eigentlich eher so, dass man da auch in die Richtung geht, dass man eben feststellt oder festgestellt hat als Fan, dass eben diese Fannähe immer mehr abnimmt, dass die Kontrollen immer größer werden, dass überall Zäune entstehen und Zäune aufgebaut werden. Es hat nicht mehr diesen offenen, freien Charakter wie vor einigen Jahren. Es war so ein bisschen ein schleichender Prozess, jedes Jahr kam mehr dazu und dieses Jahr fand ich es einfach sehr extrem. Die Bilder, die ihr jetzt im Hintergrund gesehen habt, das ist eine kleine Auswahl der Bilder, die ich in den Jahren vor 2019 gemacht habe. Und bereits letztes Jahr war es so, dass man da das deutlich verschärft hat in Sachen Kameraequipment auf der Strecke. Allerdings hat man halt am Freitag immer noch ein Auge zugedrückt, weil einfach so gut wie kein Publikumsverkehr war und die Tribünen leer. Was ja dann auch Sinn macht, dann braucht man die Leute ja nicht abzuweisen, wenn sowieso keiner da ist, dann können die sich ja auf die Tribüne stellen und ihre Fotos machen, irgendwo an die Ecke, wo sie sowieso keinen stören. Und dieses Jahr ist es aber so gewesen, da habe ich leider so gut wie keine Bilder machen können, außer eben mit dem Handy, die sind dann aber auch entsprechend schlecht geworden, weil der Veranstalter da eben seine Linie weiterfährt und generell einfach auch freitags, obwohl eigentlich die Ränge wirklich komplett leer sind, hier jetzt mal ein paar Bilder von den Rängen vor 2019 und eben dann diese leider etwas schlechten Handybilder von eben Freitag, also sprich gestern 2019, leere Tribünen und trotzdem lässt man die Leute mit Kameras eben nicht mehr rein und ich kann es nicht nachvollziehen. Es hat mit Fannähe nichts zu tun, das hat auch irgendwie mit Sicherheit nichts zu tun, weil wie gesagt, die Tribünen sind leer. Man steht auch niemandem im Weg, wenn man sich da in den Regen stellt mit seiner Kamera, wo sonst sowieso keiner sitzt. Es ist einfach unverständlich und unsinnig. Das ist aber nicht alles. Hinzu kommen eben viele andere organisatorische Fehler oder auch, Schwächen, die da gemacht worden sind, wo man sich fragt, wie kann das sein? Also es fängt zum Beispiel an bei den Softdrinks. Es werden Softdrinks ausgeschenkt, ja, man bekommt sie, aber sie sind alle lauwarm. Aus irgendeinem Grund versucht da jemand, sich einen Euro zu sparen, indem er den Kühlschrank irgendwie nicht anmacht oder nicht voll aufdreht oder was weiß ich, ja. Und dann kriegt man da so eine halb lauwarme Cola gereicht oder irgend so ein pisswarmes Red Bull, wo ich einfach sagen muss, also sorry, das geht nicht. Erstens nicht bei den Preisen und zweitens, das kann doch nicht sein, dass man an so einer Veranstaltung, wenn ich ein warmes Getränk will, nehme ich mir einen Kaffee oder einen Tee, ja. Aber wenn ich eine Cola will oder eine Cola Light oder einen Red Bull, dann hat das gefälligst kalt zu sein, ansonsten könnt ihr den Mist behalten. Also es ist unverständlich. Das nächste ist es, belegte Brötchen. In all den Jahren davor gab es an jedem Stand belegte Brötchen und dieses Jahr hat man wie verzweifelt suchen müssen, irgendwo mal einen Stand zu finden, wo es auch noch ein belegtes Brötchen gibt. Also auch da, es ist der erste Renntag, es ist kaum Besucherverkehr, die Getränke sind nicht kalt, es gibt wie gesagt nicht genügend belegte Brötchen, so ganz einfache Dinge, wo man sich fragt, was ist da eigentlich los, ja. Das nächste ist dann, wie gesagt, auch am Anfang, was ich schon angesprochen habe, immer mehr Zäune, egal wo man sich aufhält. Alles ist mit Bauzäunen abgegrenzt, Wege werden versperrt, Wege, die jahrzehntelang offen waren, wo man durchlaufen konnte. Es steht jetzt ein Bauzaun, wird man außen rumgeführt, innerhalb der Boxengasse immer mehr solche Absperrbänder, wo man eben dann nicht mehr auch mal mit den Teams sprechen kann oder mal näher rangehen kann. Also diese hochgelobte Fannähe, die ist einfach komplett verschwunden, ja. Und auch diese Fan-Areas, dann werden irgendwelche Fan-Areas eingerichtet. Und was ist es? Wieder ein riesiger Wulst von Zäunen und Absperrungen und Abgrenzungen. Vorne steht irgendein Sheriff.
tut mir leid, aber das hat doch nichts mit Nähe und mit Motorsport und nah dran sein zu tun, ja. Also man ist da komplett, ich weiß es nicht in welche Richtung gelaufen, aber irgendwie hat einer den Weg verloren und ja, es macht einfach keinen Spaß mehr. Also man fühlt sich, wie gesagt, man fühlt sich irgendwie nicht mehr wohl. Es ist alles so reglementiert, eingeschränkt, geleitet, eingezäunt. Absolut unschön für mich als Fan, für mich als jemand, der da hingeht, um den Motorsport zu genießen. Zusätzlich zu den jetzt genannten Themen kommt natürlich noch ein ganz wichtiger Aspekt, und zwar das, was den Motorsport ausmacht, ist natürlich, also meiner Meinung nach zumindest auch zu einem großen Teil, die Geräuschentwicklung und die Action auf der Strecke. Und jetzt mit dem neuen Motorenreglement und den Vierzylindermotoren, ich will jetzt nicht sagen, dass sie schlecht klingen, also ein Geräusch ist schon da, aber was mir einfach fehlt, ist eine Varianz in der Frequenz des Geräusches. Also es ist ein eigentlich gleichbleibendes Geräusch. Man kann sozusagen von außen nur schwer erkennen, in welchem Drehzahlband befindet sich gerade der Motor, weil, wie gesagt, das ein sehr gleichbleibender Ton ist, der dort vom Motor erzeugt wird. Und was dann halt auch auffällt und was mir negativ auffällt, was ich einfach nicht schön finde, ist dann, dass man da dann hergegangen ist und diese Schubumschaltung jetzt auch so exzessiv betreibt, zum Beispiel beim neuen Hersteller Aston Martin. Da hat man also einfach programmiertechnisch dem Steuergerät gesagt, dass es da entsprechend, wenn man vom Gas geht, noch ordentlich Kraftstoff nachschießen soll, der dann natürlich in der Auspuffanlage verpufft und der dann in jeder Kurve, aber wirklich in jeder Kurve immer die gleichen Verpuffungsgeräusche macht. Früher war das so bei echten Motoren, in Anführungszeichen, ja. Wenn der Fahrer den Motor heiß gefahren hat, dann kam es ganz spontan, ab und an, zufällig, irgendwann mal zu einer Verpuffung, weil ein bisschen zu viel Sprit nachgelaufen ist und es zu so einer Fehlzündung kam, ja. Und jetzt heute dieses Synthetische, dieses Gefakte, dieses Nachgemachte, dass es in jeder Kurve gleich ist, immer wieder gleich bollert und gleich boppelt und dann auch noch penetrant laut, ja. Also es ist einfach nicht schön. Da hat irgendeiner wieder versucht, verzweifelt, weil halt, wie gesagt, Geräuschemotion verschwunden ist, das irgendwie synthetisch zu kompensieren, und es ist meiner Meinung nach mal wieder voll in die Hose gegangen. Also, ja, es ist nicht mehr der gleiche Sport wie früher. Man hat vergessen, sich auf das zu konzentrieren, meiner Meinung nach, was den Motorsport ausmacht. Emotionen über Geräusch, Emotionen über Action auf der Strecke. Auch heute, wenn man jetzt rein diese Rennen sich betrachtet oder auch die Trainingseinheiten, und wenn man dann auch hört, was die Interviewpartner oder Teams sagen oder die Fahrer sagen, ja, aufpassen, das Auto nach Hause bringen, nur keinen Fehler machen, ja, also wo ist denn da der Motorsport? Motorsport ist meiner Meinung nach an die Grenze gehen. Das Ding im Zweifelsfall auch mal wegwerfen, das gehört dazu. Man muss gucken, wie weit kann ich gehen, und manchmal geht man dann halt einen Schritt zu weit und dann macht man einen Fehler und dann ist da vielleicht die Leitplanke dann doch mal näher, als man denkt. Aber das gehört doch dazu, das ist doch das, was man sehen will. Ich will nicht sehen, wie die Leute da ihre Autos immer in der gleichen Geschwindigkeit, ohne mal auch ans Limit zu gehen, Runde um Runde einfach nur um den Kurs fahren und am Ende abstellen. Ja, und dann schütteln sich alle die Hände und oh, tolles Rennen. Nee, Freunde, das ist kein tolles Rennen. Ich will wieder diese Rennaction von früher. Ja? Und das ist einfach, ja, meiner Meinung nach komplett verloren gegangen. Es ist nicht mehr der Motorsport, der es mal war. Und es macht so auch, finde ich, gar keinen Spaß. Und deswegen war das dieses Jahr auf jeden Fall das letzte Mal, dass ich bei der DTM war. Ich konzentriere mich jetzt auf kleinere Rennserien, die einerseits eben deutlich fanfreundlicher sind und wo man auch wirklich noch ein bisschen Motorsport fühlt und spürt. Man riecht es auch noch. Wenn man da durchs Fahrerlager geht, man riecht gar kein Benzin mehr. Man riecht kein Motorengeruch, kein Ölgeruch. Das ist alles total steril geworden und ich finde es extrem schade. Mich würde es interessieren, wie sind denn eure Erfahrungen? Welche Rennserien besucht ihr? Was findet ihr? Wo ist echt noch Motorsport vorhanden? Und was ist eure Meinung zur DTM? Wart ihr auch dort? Wie ist eure Einschätzung? Wie habt ihr es gesehen über die letzten Jahre? Würde mich wirklich interessieren. Bis dann. Ciao.